Hallo und herzlich willkommen zum Finale der 5. Staffel der Quick Guides, und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Flipper aufgehoben, und zwar den Magic Girl. Ich finde das Backglass, das Playfield auch von innen, von außen, links und rechts, der Flipper gefällt mir einfach durch und durch. Das Thema ist großartig, schön lizenzfrei, und es gibt eine ganze Menge Spielereien auf diesem Flipper, und es erinnert mich wirklich an die guten alten Zeiten. Auch hier oben das Playfield ist klasse, obwohl ich Mini-Playfielder nicht mag. Also der Flipper hat eine ganze Menge zu bieten. Wir starten das Spielchen. Wir ziehen die Kugel im richtigen Augenblick ab, aber bevor wir zum Skillshot kommen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Erik und Max bedanken, dass ich vorbeikommen durfte zum Film. Herr Team heeft fantastische Werke geliefert en der Flippercast ist magisch. Kann man einfach nur noch sagen, es ist einfach großartig gemacht, was ihr aus diesem Flipper gemacht habt, dass er jetzt auch endlich vollends funktioniert. Es ist wirklich so, als hätten Theater of Magic, Tales of the Arabian Nights und Circus Voltaire eine heiße Liebesnacht gehabt, und dabei ist Magic Girl rausgekommen. Also mir gefällt der Flipper wirklich unendlich gut. Er ist wirklich optisch nicht nur schön, sondern auch spielerisch toll. Also wirklich beide Daumen hoch. Jetzt haben wir hier rechts sehen, im richtigen Augenblick, wenn das Insert rot ist, müssen wir die Kugel abziehen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Da hinten am Ende kommt noch so eine kleine Schaufelrampe, das kennen wir vielleicht vom World Cup Soccer. Also hier kommt es nicht darauf an, welche Öffnung getroffen wird, sondern im richtigen Augenblick, dass die Kugel auch unten wieder ankommt und wir den Skillshot auch noch mitnehmen. Es gibt einige Sachen, die wir natürlich hier auch zum Flipper zu schaffen haben. Es sieht jetzt erstmal wenig aus, es sind jetzt nur 5 Sachen, aber die Sachen müssen nicht nur blinken, sondern die müssen nachher auch permanent beleuchtet sein, dass wir dann natürlich, wenn wir alle durchgespielt haben, auch in das Endspiel reinkommen, was man auf diesem Flipper natürlich auch spielen kann. Aber wie ich bereits gesagt habe, ist es gar nicht so leicht, alles permanent beleuchtet zu bekommen. Auf der linken Seite haben wir erstmal die Lion Saw, das kennen wir vielleicht, die Tiger Saw. Wenn wir das jetzt komplett gespielt haben, können wir hier Double Scoring aktivieren, insbesondere da natürlich toll bei einem Multiball. Oben drüber haben wir auch die funktionierende Säge, auch wirklich sehr ansehnlich. Ein Stückchen weiter oben haben wir die Potions, die müssen wir auch sammeln, um nachher auch ins Endspiel zu kommen. Dafür müssen wir natürlich das Target oft genug spielen, damit wir das Wort buchstabiert haben, und die Potions, die können wir uns hinter dieser magischen Lampe dann nachher abholen. Da aber reinzukommen, ist gar nicht so einfach. Da müssen wir natürlich auch im richtigen Augenblick dann vielleicht auch mit Hilfe durch diese magische Lampe dann auch da reinkommen, um die dann auch einzusammeln fürs Endspiel. Hier in der Mitte haben wir das Herzstück hinter diesem Spinner. Wenn wir dort oft genug reingespielt haben, dann wird die Kugel auch magnetisch festgehalten, wird eine Etage nach oben hingeschossen, was jetzt hier auch auf jeden Fall funktioniert. Und dann kommen wir oben auf dieses Mini-Playfield, und das funktioniert so ein bisschen wie bei Twilight Zone, also mit Magneten, und das natürlich auch zu schaffen ist gar nicht so einfach, also links und rechts dann im richtigen Augenblick zu drücken, und dass die Kugel natürlich nicht unten durchfällt, ist sehr kompliziert. Also reinzukommen, dass Magnetic auch blinkt, ist kein Thema, aber das natürlich dann auch zu schaffen, dass die Kugel hinten durchgeht, das ist auf jeden Fall eine Nummer schwieriger. Richtig cool gemacht. Rechts daneben haben wir noch so eine kleine Metallbox, und da können wir in diese kleine Mini-Schaufelrampe reinspielen. Wenn wir das oft genug gemacht haben, dann wird die auch hier magnetisch festgehalten, und dann sieht es so ein bisschen aus, als würde die Kugel schweben. Ist auch sehr cool gemacht, der Modus. Ein Stückchen weiter unten haben wir auch das Mystery sitzen, also wenn wir hier diese Drop-Targets gespielt haben, also Drop-Targets Quatsch, wenn wir hier diese Stand-Up-Targets gespielt haben, oft genug, dann ist Magic auch beleuchtet, beziehungsweise Mystery. Wenn wir dann da reinspielen, können wir echt ein paar coole Sachen kriegen. Ich meine, die nächste Animation unterstreicht nicht unbedingt meine Aussage, aber wir können ja auch ein Lion Saw Letter kriegen oder auch für den Battle, und dann hier in dem Moment haben wir nur 1 Million bekommen. Dieses Enchant, da muss man ein bisschen aufpassen, da sitzt halt auch nochmal ein Magnet drin, der die Bahn der Kugel natürlich auch zu unserem Nachteil ändert, also seid da auf jeden Fall vorsichtig, wenn der aktiviert ist. Ein bisschen tiefer haben wir noch dieses eine Ziel, wenn wir das oft genug gespielt haben, ist der Magna Safe aktiviert, und dann können wir hier im richtigen Augenblick draufdrücken, die Kugel wird festgehalten und geht in die Innenbahn. Also wir haben auf der rechten Seite haben wir einen zusätzlichen Button, das ist auf der linken Seite genauso. Da müssen wir auch im richtigen Augenblick draufdrücken. Jetzt geht es mir nicht mal um diesen Multiball-Meter, also je besser wir die spielen, desto höher komme ich in die Qualifikation, desto mehr Punkte kriege ich auch. Mir geht es jetzt um diese beiden orangenen Rollovers. Wenn wir die nämlich gespielt haben, ist Jinx auf der linken Seite aktiviert, da ist eine kleine Drehscheibe, und wenn ich die dann drücke im richtigen Augenblick, dreht die sich in die andere Richtung, sodass wir die Kugel wieder rausdrücken können, ist aber auch wieder Übung erforderlich. Wizard ist der linke Loop. Wenn wir den oft genug gespielt haben, haben wir das Wort Wizard
buchstabiert und am Ende von dem Loop sitzen auch noch 2 Karten, also der König und die Königin. Wenn wir die beiden gespielt haben, man kann es hin und her schalten, dann können wir Bonus mal 2, Bonus mal 3 und so weiter. Also nicht nur die Loops sind wichtig, sondern natürlich auch hier oben. Jetzt kommen wir endlich zu dem Mystic Battle. Dafür müssen wir natürlich Lok beleuchten. Wir haben auf der linken Seite in der Außenbahn das L, in der Innenbahn das O, auf der rechten Seite haben wir dann das C und das K. Das können wir natürlich auch wieder alles hin und her schalten mit den Flipperfingern. Und wir müssen jeden Ball auch einzeln beleuchten. Das heißt, erstmal einmal Lok, dann können wir die erste Kugel locken, ein zweites Mal Lok. Und das ist auch sehr schön gemacht, dieser Kugellauf, wenn ich hier oben in diesen, ja, ich sag mal, Trichter reinkomme und die dann nach links oder nach rechts läuft. Also es sieht wirklich sehr schick aus. Und auch wie die Kugeln dann gelockt werden, ist sehr hübsch gemacht mit diesen magischen Händen, die dann klack runterfahren und die eine Kugel festhalten. Und dasselbe haben wir dann auf der rechten Seite genauso. Die dritte Kugel müssen wir dann wieder in dem Herzstück, also hinter dem Spinner einlocken, und haben wir dann alle 3 Kugeln eingeloggt, dann werden alle 3 Kugeln auch gleichzeitig losgelassen und dann beginnt ja auch der Multiball und wo wir jetzt reinspielen müssen, kann man glaube ich auch sehen. Wichtig auch hier im Multiball ist dieser Magic Post, der hier in der Mitte ist. Den kann man zwischendurch auch noch rausfahren lassen, was wirklich wichtig ist im Multiball, weil sonst kann der schneller vorbei sein, als man gucken kann. Also das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Dieser kleine Magic Post unten in der Mitte, der sollte damals auch in den Theater of Magic reinkommen. Hat es leider nicht in Serie geschafft, deswegen bin ich umso froher, dass er hier dabei ist. Ist wirklich echt eine coole Lösung. Das ist auch alles, was ich erklären kann. Ich bedanke mich mal wieder bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und würde sagen, tot ziens!